Hi, ich bin die Sui und wir schauen uns heute das Remake von Turtlehead an, und zwar Turtlehead Unmasked. Wir spielen wohl eine kleine Gruppe, die sich dazu entschieden hat, eine Schule zu besuchen bzw. zu erkunden, denn in dieser Schule sollen wohl ein paar merkwürdige Dinge passieren. Was uns da wohl erwartet? Wir starten direkt mal in das Spiel rein. Ich hoffe, dass meine Übersetzung heute einigermaßen okay ist. Ich kann nichts versprechen, Leute. Los, Leute. Passt doch mal euer Tempo an. Och, mach mal eine Pause, Emma. Wir sollten doch sowieso nicht hier sein. Ja, ja. Und wenn ihr nicht mitkommen wollt, dann geht doch einfach nach Hause. Aber wer sollte dann hier sein, um dich aufzuhalten, damit du nicht verhaftet wirst? Mach dir doch nicht so viel Sorgen. Sei doch mal ein bisschen abenteuerlustiger, huh? Okay. Oh, das ist ja süß gemacht. Da sind wir jetzt. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall anders in der Nacht als wahrscheinlich tagsüber. Ich gehe mal davon aus, dass es deren Schule ist. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Was sollen wir tun? Ah, du weißt, das Ding. Ich habe euch doch schon erzählt, oder ich habe euch darüber doch erzählt. Wir suchen den Geist, über den die Gerüchte gestreut werden. Den Geist. Wir gehen auf Geisterjagd. Ach ja. Ja, wir gucken nach was überhaupt gar nicht existiert. Mason. Ach, come on. Du wolltest doch mitkommen. Du hast uns hier hingeschleppt. Verdreh nicht die Wörter. Richtig, Harriet? Guck. Wir sind doch schon ein bisschen hier. Es ist okay. Wir sind doch nur am Suchen. Überleg doch mal, wie berühmt wir werden können, wenn wir die Teenager Mystery Löser oder was heißt denn Mystery? Ihr wisst, was ich meine. Die den Geist gefangen haben und entdeckt haben oder aufgedeckt haben, oder da fehlt mir schon wieder Übersetzung so ein bisschen. Ich dachte, du wolltest einen finden, Emma. Psst. Du hast die Idee? Oder du verstehst die Idee? Nun, dann lasst uns mal aufteilen. Wenn irgendjemand den Geist findet oder irgendwelche Zeichen des Geistes, dann ruft nach mir. Okay. Zwinker. Was ein... What a pain. Was ein Krampf. Sag, Harriet. Du siehst irgendwie ein bisschen komisch aus. Und du spielst die ganze Zeit mit etwas in deiner Tasche rum, seitdem wir hier sind. Ist irgendwas falsch oder ist irgendwas los? Ach, du willst nicht drüber reden. Okay. Tut mir leid. Ich wollte einfach mal oder wollte das aus dir rausbekommen oder ja. Digress. Ich weiß tatsächlich nicht, was Digress heißt, aber ich gehe mal davon aus, dass er sagt, ja, wir müssen das jetzt hier machen. Auch wenn ich ihr nicht wirklich traue, wenn sie allein ist. Ich werde die östliche Halle oder den östlichen Gang absuchen. Du kannst hier am Eingang ein bisschen rumgucken. Und wahrscheinlich wegen Mitarbeitern der Schule beziehungsweise Leuten von der Schule ein bisschen
schauen, dass da keiner kommt. Ach, meine Übersetzung, Leute. Es tut mir jetzt schon leid. Ich weiß nicht, was Emma denkt. Aber wir werden durch die Hölle gehen, wenn wir erwischt werden. Also bitte, bitte sei vorsichtig. Okay. So, Controls. Arrow Keys ist Move, Z ist zum Interagieren, X ist ein Item, wollte ich schon sagen, Inventory, Shift ist Run. Okay. Okay, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Okay, bei uns ist das X. Und hier, okay. Dann gucken wir mal, was hier so Sache ist. Schon direkt ein Plüschtier, das finde ich irgendwie ein komisches Schildkrötenplüschtier. Du weißt nicht warum, aber es erinnert dich an irgendwas. Oh, okay, hier ist Save Point. Das ist natürlich cool. Informationen der zukünftigen Schulevents sind auf diesem Board. Aber es ist nichts für dich wichtig. Okay. Ein Poster, das Werbung für einen offenen Slot beziehungsweise eine offene Stelle für irgendwas im Student Government bewirbt halt, ne? So, gehen wir mal hier rein. Hier ist ein PC. Okay, damit kann man nichts machen. Okay. Was ist denn da? Ist das ein Kalender? Ja, das ist ein Kalender. Oh, okay. Das brauchen wir sicherlich. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Rätsel ist. Bestimmt der Geburtstag oder so. Merken wir uns einfach erstmal, dass hier was ist für einen eventuellen Code. Okay, das ist locked. Was ist denn das? Ah, okay, der Schulleiter. Curtis Dale heißt der. Da können wir nicht rein. Gucken wir mal, ob wir vielleicht hier irgendwo ein wie heißen die denn auf Deutsch? Ein Locker. Ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ein Spind, genau. Ein Spind wurde mit so Sticky Notes dekoriert. Okay, was ist da? An einem Spind ist so ein Whiteboard. Da sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die schon radiert worden sind. Okay. Hier können wir auf jeden Fall was später eintragen. Okay. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich dahin möchte. Hier ist dieses Schüler-Government Schülervertretung. Ich gehe mal davon aus, die treffen sich normalerweise hier. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass hier sowas offen ist. Eine große Wahlbox für deren Wahlen wahrscheinlich. Okay. Da müssen wir uns wahrscheinlich dann später verstecken, gehe ich mal von aus. Das Spiel soll nämlich so ähnlich sein wie die Aoni-Teile oder der Teil. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mehrere gab. Das heißt, wir werden irgendwann verfolgt. Bin mal gespannt. Okay. Hier sind ein paar Ballons und so. Die hat Emma für deinen Geburtstag dahin gehangen. Okay, was ist hier? Okay, das ist nur ein Poster. Das brauchen wir erstmal nicht. Oh, okay. Hier ist eine Schublade versperrt. Da brauchen wir eine Kombination für. Mal gucken. Da steht was drauf. Ein Memo für Dale. Die Kombination wird als Monat zu Tag eingegeben. Es sollte nicht zu schwer sein, deinen eigenen Geburtstag zu remembern, sich dran zu erinnern, das stimmt. Wobei manchmal hat man dann doch ein paar Probleme. Also ich sage das jetzt mal so aus eigener Erfahrung. Beziehe es aus. Okay, dann werden wir wahrscheinlich nochmal zurück müssen und einmal auf das Plakat gucken. Wir rennen mal. Auf den Kalender.
Ähm, 26. Oktober, das heißt 10:26. Ich hoffe, das ist schon richtig. Ach, sui. Bap, bap, bap. So, gucken wir mal, ob das 10:26 ist. Super, hat sich geöffnet. Da ist ein Schlüssel drin. Office Key, okay. Ich bin mal gespannt. Ich gucke aber erstmal kurz hier, ob wir hier reinkommen. Tatsache. Oh, okay. Oh, hey, Harriet. Hm. Sag, du glaubst doch nicht das, was Emma sagt, oder? Oder? Ich weiß, dass hier ein paar Leute komische Sachen gesehen haben, aber ich finde es schon ein bisschen bekloppt, dass man sagt, dass hier ein Geist ist. Ernsthaft. Ich finde es auch ein bisschen unangebracht, dass sie dich hier einfach hinbringt. Besonders, weil irgendwas mit dir los ist oder weil wegen dem, was mit dir los ist. Hm. Also, vielleicht hat sie einfach gar nicht drüber nachgedacht. Ihre Intentionen sind ja nicht so schlecht. So, wir müssen auf jeden Fall dann uns mal ein bisschen beeilen, damit wir hier auch rauskommen. Wir sehen uns. Okay. Da ist noch ein Schlüssel, den nehmen wir mal mit. Hm. Da ist ein Schlüssel auf dem Boden. Hallway Key. Okay. Gucken wir, ob wir noch hier irgendwo reinkommen. Oh, Klos. Das gefällt mir nicht, aber die Klos sehen wenigstens einigermaßen freundlich aus. Da sind so komische Spuren am Klo. Ähm, durch diese Spuren kann ich etwas Glänzendes sehen. Aber ich kann da nicht einfach dran alleine. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht jemanden finden, der uns da hilft. So. Wir gehen sogar aufs... Oh, das ist aber unhöflich, dass wir hier einfach auf das Klo von den Herren gehen. Das ist aber nicht in Ordnung, dass wir das hier so dürfen. Also, wir haben ja einmal einen Key zum Office. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht hier oben sein sollte. Ja. Okay, wir haben die Tür aufgeschlossen und den Schlüssel weggepackt oder weggeschmissen. Discarded heißt er irgendwie wegschmeißen oder nicht. Da sind ganz viele Bücher in dem Regal. In der Schublade ist nichts. Hier wurde irgendwas aufgeschrieben. Es sagt, äh, trotz nach all den ganzen Monaten kann ich immer noch Schüler sehen, die leiden. Aber an diesem Punkt, wie könnten sie denn nicht? Die Polizei hat überhaupt gar keine Beweise oder keine Spuren und haben überhaupt gar keinen Fortschritt in ihren Ermittlungen gemacht. Das, was passiert ist, das hat einfach die gesamte Community aufgebracht. Even if the... Achso, sogar wenn der dafür nicht Zuständige, daran Schuldige morgen verurteilt werden würde. Was sollte sich denn ändern? Ich denke, das ist sowieso alles schon zu spät. Das Schlimmste ist ja schon passiert. Oh, okay. Was ist denn passiert? Ein Anti-Bullying, Anti-Mobbing-Poster. Und sie fragt sich, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ich glaube eher nicht, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Curtisdale, okay. Gehen wir mal raus. Wir haben ja auch noch den Hallway-Key. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Da? Ja, tatsächlich. Okay, die Tür ist geschlossen und hier ist ein... Brauchen wir ein Passwort für die Tür. Du denkst, dass du etwas durch das Fenster sehen kannst. Oh! Okay, das ist... Oh mein Gott.
Okay, es ist weg. Da ist nichts mehr. Oh mein Gott. Ist da denn was? Nee, okay, da können wir gar nicht durchgucken. Oh, oh. Oh, Harriet, wo bist du? Du hörst Emma von in der Nähe rumbrüllen oder rumschreien. Weiß nicht. Okay, wir müssen nicht hoch. Das heißt, wir müssen irgendwo hier. Ah, da. Okay. Ah, da bist du, Harriet. Ich habe überall schon nach dir gesucht. Okay, warum? Ich habe überall geguckt und habe einfach gar nichts gefunden. Dieser Ausflug ist einfach nur komplett bescheuert oder kompletter Reinfall. Ich wünsche, wir könnten hier noch ein bisschen länger bleiben, aber Mason würde da oder hat da was gegen. Der ist schon sowieso genug angepisst. Lass ihn uns finden, damit wir ein Sleepover, eine Pyjama-Party machen können, genau. Oder sowas. Ich würde sogar Mason fragen, ob er mitkommt. Oh ja, ich habe sogar Sachen für S'mores geholt. Das sind diese, das, was es bei uns auch gibt, diese Brötchen mit Schaumküssen zwischen, diese zermatschten, glaube ich. Okay, dadurch, dass hier der erste Schrank ist, müssen wir uns locker gleich verstecken. Gefällt mir nicht so. Und der war ja da rechts irgendwo. Okay. Äh? Oh oh. Oh nein, die Tür wurde abgesperrt. Harriet? War der schon immer hier? Nein, er ist da durchgegangen. Und rechts ist offen. Oh oh. Ah, Mist. Das bewegt sich kein Stück. Bist du sicher? Du sagst, dass Mason hier durchgegangen ist? Ich schwöre. Du und Mason solltet mich hier nicht veräppeln. Okay. Ich werde gucken, dass ich von oben runterkomme. Vielleicht kann ich ihn so erreichen. Also, dass sie über das obere Stockwerk dahin geht. Warte bitte draußen auf mich, okay? Es dauert noch eine Sekunde. Okay, ich glaube aber nicht, dass wir rauskommen tatsächlich. Die Tür ist bestimmt zu. Ja. Ha? Oh nein, die Tür öffnet sich nicht. Wenn ich durch das Fenster gucke oder wenn du da durch das Fenster guckst, siehst du, dass auch an den Türgriffen Ketten sind, also draußen. Ah, scheiße. Oh oh, wir wurden eingesperrt. Das ist aber nicht gut. Vielleicht sollten wir hochgehen. Ich weiß es nicht. Gehen wir so runter? Oh ja. Hä? Okay. Ein Kartenleser. Die Tür ist verschlossen im Keller. Ah, okay. Hier ist Draht um den Türgriff und das ist verschlossen. Okay, das heißt, hier ist auf jeden Fall nichts. Ich denke, dass wir hoch müssen. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Emma? Hier sind überall diese Turtle-Plüschtiere. Was soll das? Das ist aber nicht cool. Dann gucken wir mal hier. Hier ist ein Zettel. Das sieht aus wie eine ausgedruckte E-Mail. Es sagt an Alison Pickens, hey, ich wollte dir erzählen, was heute passiert ist. Boah, das ist so heftig, sage ich dir. Als ich mich vorbereitet habe, rauszugehen, habe ich einfach einen komischen Mann am Ende des Ganges gesehen. Ich habe den nicht so gut gesehen. Aber als er mich gesehen hat, ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich hatte keine Idee, was er da tut oder warum er da stand.
Was irgendwie noch viel komischer war, dass er außerhalb von Marinas altem Raum stand. Er, also als wäre er einfach rausgekommen gerade. Ich hoffe, das hat nichts damit zu tun, was am Anfang des Jahres passiert ist. Das ist wirklich verrückt. Besonders, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige mit diesen Erlebnissen bin. Was denkst du, könnte es sein? Ähm, Ich weiß, dass die Schüler alle sagen, dass es eventuell ein Geist sein könnte, aber ich weiß nicht, das klingt einfach zu verrückt. Okay. Okay, das ist unwichtig gewesen, was am Ende stand. Was ist hier? Ein Grammar-Poster. Okay, hier ist sonst nichts. Hier ist schon wieder das Plüschtier. Dieses Ding wieder. Wenn ich mich versuche zu erinnern, dann kriege ich Kopfschmerzen. Dieser Zigarettengeruch, der ist einfach extrem. Und er fühlt sich so bekannt an. Oder so bekannt. So. Speichern wir mal nochmal. Okay, also der Raum ist sehr, sehr klein, aber auch dunkel. Und da braucht man Licht erstmal für. Gucken wir mal, ob wir vielleicht hier irgendwas an den Dings finden. Okay, was ist hier? Da ist auf jeden Fall wieder eine Schublade verschlossen. Müssen wir vielleicht später reingucken. Der Schrank ist mit Büchern voll. Okay. Das gefällt mir nicht. Okay, hier ist wieder der Türgriff verriegelt bzw. verdrahtet. Ach ja, genau. Wir sollen ja hier runter. Oh, oh, da ist aber Blut. Oh, es ist unangenehm. Gehen da direkt erstmal rein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich weiß, wo wir uns verstecken können. Oh, er ist so schnell. Oh mein Gott. Warum ist er so schnell? War das der richtige Raum? Nein, das war nicht der richtige Raum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Okay, wir haben uns ganz fix versteckt. Oh mein Gott. Ja, der war auf einmal so schnell. Gänsehaut. Oh mein Gott. Ist das so unangenehm. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Ui. Aber richtig. Aber sowas von hier. So, weiter geht's. Okay, er hat tatsächlich einen Key fallen lassen. Okay, aber das ist bestimmt sein Plan, würde ich so behaupten. Da hat jemand einen Schlüssel auf dem Boden fallen lassen. Desk Key, okay. Frage ist, für welchen Desk? Das ist wahrscheinlich über uns. Wir speichern nochmal, ganz fix. Safety first. Ich glaube, nur oben war was verschlossen. Wir gehen da mal, wir gucken mal. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Raum das war. Okay, nee, der nicht. Und der auch nicht. Ich glaube, der nächste Raum war das. Ich glaube, hier war das, ne? Du hast die Schublade aufgeschlossen. Da ist eine Batterie drin, okay. Scheint so, als wäre hier auch noch ein Brief. Achtung, Smith Lane Mitarbeiter. Die Zerstörung des alten Schulgebäudes wird ein bisschen weiter nach hinten verlegt, beziehungsweise verzögert sich. Ich bin mir bewusst, dass da viele Sicherheitsbedenken des alten Gebäudes bestehen. Also werde ich gucken, dass wir hier die Sicherheit der Schüler versichern.
Die Tür zum Basement, zum Keller sollte auf jeden Fall immer verschlossen sein. Nur Schüler des Roboterclubs dürfen unten im Keller sein. Keine Mitarbeiter sind im alten Gebäude erlaubt. Wenn du da oder wenn ihr da hingehen möchtet aus irgendeinem Grund, dann müsst ihr mit mir drüber reden. Mir ist die Sicherheit der Schüler sehr, sehr wichtig und natürlich auch der Mitarbeiter. Also bitte haltet euch an die Schritte, die ich euch vorgebe. Meine größte Priorität ist, dieses alte Gebäude endlich los zu sein. Danke für euer Understanding, würde ich schon sagen. Verständnis der Schulleiter, okay. Das heißt, aber warum möchte der, achso, nee, wegen den Concerns sozusagen, den Ängsten. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Wir gucken nochmal nach unten. Oh, hier weint auch jemand. Hm. Ist bestimmt Emma. Harriet, bist du das? Oh, Harriet. Oh, gut, dass es dir gut geht. Oh. Der hat das bestimmt auch schon gesehen. Du, du hast ihn auch gesehen, oder? Den Typ mit der Maske. Und Mason. Wir müssen hier ganz schnell raus. Und zwar jetzt. Hä? Äh, der Exit, der Ausgang ist auch zu, als du ihn gecheckt hast. Aber was sollen wir dann tun? Hm? Du wirst nach einem anderen Weg raussuchen. Aber dieser Maskottchen-Typ läuft hier doch noch rum. Du wirst verletzt, Harriet. Bist du dir sicher? Du bestehst drauf, ha? Ich glaube, dann kann ich nichts anderes sagen, um dich irgendwie zu stoppen. Ich hasse es, dich da alleine rauszuschicken, aber meine Beine, die zittern so doll und ich bin so ängstlich und verwirrt und ich brauche erstmal eine Pause. Ich werde hier sein, während du nach einem anderen Weg raussuchst. Hört sich das gut an? Aber bitte vergiss mich nicht. Ich kann helfen. Ich werde dir Vorschläge geben oder mit dir reden oder einfach nur einen guten emotionalen Beistand beziehungsweise einen guten emotionalen Supporter. All das Gute, all das Gute. Komm einfach nur her und guck nach mir. Bitte lass mich nicht zu lange allein. Ernsthaft. Ich brauche dich hier. Und ich, ich, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken über dich, Harriet. Ich werde das Beste von hier aus tun. Bitte sei vorsichtig. Okay. Ah, das ist natürlich schlecht. Ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, sie hier zu lassen. Eigentlich würde ich sie so gerne mitnehmen, einfach for the safetyness. Okay, hier ist nix. Das gefällt mir nicht so. Können wir hier nochmal rein? Oh nein, er ist wirklich tot, ne? Mason. Oh. Ich weiß nicht, ist er tot oder... Ach, er lebt tatsächlich noch, oder? Mason bewegt sich nicht. Aber du hast gesehen, dass ihm irgendwas aus der Tasche gefallen ist. Oh, ein Classroom Key. So ein Klassenraumschlüssel. Ich hoffe, dass er vielleicht doch wieder zu Kräften kommt. Okay, hier ist nichts. Ich will aber das da. Da ist nämlich eine Taschenlampe. Ah, okay. Wir brauchen noch eine zweite Batterie dafür.
Okay, hier ist auch wieder versperrt. Gehen wir mal wieder zurück. Theoretisch könnten wir nämlich auch noch hier hin. Aber da kamen komische Geräusche. Ah, okay, hier kommen wir jetzt rein. Was ist denn hier? Das sind Dokumente auf dem Tisch und eine Fotokopie eines Polizeiberichts. Am 30. August wurde hier ein Mann gesehen von Samuel N. Wharton. Er hat gesagt, dass er ziemlich früh zur Arbeit gegangen ist, um noch ein paar Sachen zu machen. Und hat dann, oder war dann überrascht, hier eine Person in dem Klassenraum zu sehen. Er hat leider das nicht so richtig sehen können durch das Dunkle. Aber er konnte sagen, dass es auf jeden Fall ein Mann oder ein kräftig gebauter Mann war. Er war auf jeden Fall über 6 Fuß groß, das heißt so circa irgendwas über 1,80. Der Mann hat ihn umgestoßen und ist dann weggerannt, bevor der Lehrer wieder aufstehen konnte. Die Verletzungen waren klein und es wurde nichts als gestohlen oder vermisst reported oder gemeldet. Es gibt relativ viele Beschwerden über komische Geräusche aus der Schule in der Nacht, wie zum Beispiel Weinen, Schreien, Lachen und so. Es ist aber unklar, ob die Berichte miteinander zusammenhängen. Aber trotz dessen, seitdem 2 Mädchen von der Schule letztes Semester verschwunden sind, nehmen wir natürlich alle Beschwerden oder Reports als sehr, sehr ernst oder nehmen sie sehr, sehr ernst. Okay. Das heißt, es sind auf jeden Fall 2 Mädels verschwunden. Vielleicht irgendwie Freundinnen von ihr? Okay, da ist nix. Mir gefällt das mit dem Dings nicht so. Okay, hier ist gelockt. Oh oh. Oh oh. Ich werde auf jeden Fall hier einmal speichern. Also sie erinnert sich auf jeden Fall an irgendetwas, weiß aber absolut nicht was. Okay, hier ist nix. Das ist ein TV. Da ist frisches Blut auf dem Boden. Sollen wir da reingucken? Wir haben gerade gespeichert, machen wir mal. Ich weiß aber nicht, ob das so... Du kannst Umrisse eines Schlüssels im Dunkeln sehen. Sollen wir danach greifen? Machen wir das einfach mal. Ist egal. Die Schublade fühlt sich ziemlich nass und klebrig an, aber du hast es geschafft, den Schlüssel zu nehmen. Ein blutiger Schlüssel. Naja. Wir speichern nochmal. Ich mache dafür immer extra Files, bevor wir irgendwas falsch machen. Und es gibt ja auch mehrere Enden, da wäre das natürlich schlau. Okay, wir haben die Tür aufgemacht. Was ich aber gerade noch kurz sagen wollte, es wird ja mehrere Enden geben. Ich werde aber mal schauen, ob ich das nur einmal durchspielen werde oder tatsächlich auch gucke, dass ich die mehreren Enden zusammenkriege. Das werdet ihr aber dann am Ende des Playthroughs sehen. So. Mir gefällt das nicht so ganz. Warum ist das denn in der Mitte da so offen? Da ist ein zerknülltes Papier zwischen den Büchern. See you soon. Oh, wir werden uns bald sehen. Nee. Okay, hier ist nix. Der beobachtet uns auf jeden Fall. Ich speichere einmal nochmal. Sorry, Leute, aber das ist gerade tricky hier. Da sind wieder Sticky Notes an dem Dings. Okay. Das Radio macht statische Geräusche. Wenn wir irgendwie die Batterie rauskriegen würden. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wo könnten wir denn sowas herkriegen? Ich habe jetzt nichts gesehen, wo wir irgendwie was herkriegen könnten. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ich gehe nochmal in jeden Raum einmal rein. Safety.
und klick auch einmal jeden Tisch an. Okay. Ist im Mülleimer? Nee. Okay, hier auf jeden Fall noch nicht. Oh, ich habe Angst. Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Ja. Gucken wir trotzdem nochmal, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Weil wir bräuchten wahrscheinlich einen Schraubenzieher oder so. Okay. Nope. Wir gehen mal zu unserer Freundin und checken die nochmal für die Sicherheit hier, weil sie hat ja gesagt, wir sollen öfters mal gucken. Ähm, hast du nach Mason geguckt? Geht's ihm gut? Oh. Hey, komm, das ist alles nicht so schlimm oder ähm, cheer up. Ja, sie soll halt ein bisschen glücklicher sein, bisschen motivierter wieder. Du hast alles gemacht, was du tun konntest. Wenn wir hier raus sind, dann werden wir ihn auf jeden Fall zum Doktor bringen. Das ist sehr, sehr gut. So. Aber tatsächlich, hier ist auch nichts. Da ist, glaube ich, zu, ne? Ja. Okay. Gibt es denn bei ihm noch irgendwas? Also hier ist auf jeden Fall die Flashlight. Das heißt, wir müssen irgendwie runter. Also wieder zurück. Gucken, ob wir irgendwas finden. Noch. Okay, das haben wir schon gelesen. Bap, 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 bap. Da ist auf jeden Fall nichts. Ja, ich wollte ja auch noch die Tische einmal gucken. Aber ich glaube tatsächlich, dass in den Tischen nichts drin sein wird. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Und wenn, dann würde man das wahrscheinlich eher sehen, dass der ein bisschen gehighlightet ist durch irgendwas. Wir speichern nochmal. Ich gehe trotzdem jeden Tisch einmal ab, weil bei so RPG-Maker-Games ist es ja oft auch sehr, sehr versteckt. Ich kann es mir aber trotzdem nicht so ganz vorstellen diesmal. Okay, da müssen wir rein, wenn wir die Taschenlampe haben. Oh, okay. Wir hatten noch einen Extraschlüssel. Okay, okay. Dann werden wir hier wahrscheinlich das finden. Eine Snackmaschine. Okay, da nicht. Okay, was steht denn hier? Ähm, das sieht aus nach einer komischen Zeichnung, die mit einer Notiz versehen ist. Ähm, lass uns ein paar Schätze suchen gehen oder so. Sollten wir? Okay. Ja, guck mal. Das meinte ich mit, das wird bestimmt gehighlightet sein. Ich weiß, der Raum war, glaube ich, ganz oben, ne? Mit dem Tisch in der Mitte. Gehen wir mal gucken, welcher das war genau. Nee, hier nicht. War das hier irgendwo? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo der Tisch war. Raum war mit dem Tisch in der Mitte. Hier. Guck mal. Da. Da ist eine andere Zeichnung. Okay, das müsste entweder auf dem Stockwerk oder unten sein. Gehe ich mal von aus. Ja, das ist unten. Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, ja, wir sprechen einfach nochmal auf dem gleichen. Oh mein Gott. Das hat mir einen halben Herzkasper beschert. Hier. Ein Poster für den Zeichenclub. Du kannst irgendwas sehen auf der anderen Seite des Papiers. Da ist schon wieder eine Zeichnung. Ähm. Ähm.
Da geht's um den Schrank. Ach nee, der unten ist. Oh mein Gott. Da geht's, glaube ich, um den Schrank hier. Oder? Huch. Ach, lol. Ah, da ist wieder eine Zeichnung auf dem... Oder nee, da ist keine Zeichnung, sondern ein Papier. Du hast den Schatz gefunden. Super. Dein Preis ist, dass du in deinen Lieblingsraum in der Schule gehst. Aber, ach so, du brauchst einen Passcode bzw. ein Passwort dafür. Hier ist ein letztes Puzzle, bevor du den Preis erhalten kannst. Löst mir das? Wer ist denn für das alles hier verantwortlich? Ich kenne ihn gut. Okay. Oh, der Principal bestimmt. Oh, ich will nochmal speichern. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Hier? Weil er heißt ja Curtis Dale. Ah, wahrscheinlich ist das Passcode. Das Passcode. Der Code dafür. Wo war das denn? Nochmal. Der Raum. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wo das war. Hier nicht. Wir gehen nochmal zu ihr, weil wir haben es ja versprochen. Oh, sie hat Angst. Hey, Harriet. Ich habe über ein paar Dinge nachgedacht. Aber das ist alles noch nicht wirklich wichtig. Okay, also müssen wir zurück zu ihr. Wenn es sozusagen wichtig ist. Gerade überlegen. Es kann auch sein. War das denn? War das unten? War das oben? Och, ich erschrecke mich immer so. Also. Ah, hier. Curtis Dale heißt der, ne? Ach so. Curtis. Press Enter when complete. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Liegt da der Zettel noch zum Lesen? You need the passcode. Here's one that will meet this. I knew him well, Curtis. Der Rest ist abgerissen. Vielleicht müssen wir trotzdem in das Büro einmal. Nee. Huch. Das war nicht mein Plan. Curtis Dale. Gehen einfach mal rum. Schauen mal. Obwohl, vielleicht ist es an einem... Nee, auch nicht. Oder Curtis D oder so. Probieren das mal. Nee, tatsächlich nicht. Curtis Dale? Nee, das geht nicht. Aber das passt doch. Das ist natürlich jetzt tricky. Ist die Tür offen? Ja, ne? Ja. Das kennen wir schon. Ha. Freunde. Wir gucken mal die Räume durch. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Das haben wir ja schon. Ups. Das ist nichts Neues. Okay, da ist noch alles zu. Kommen wir da vielleicht jetzt ran? Nee, ne? Schade. Weil das Einzige, was mir einfallen würde, ist halt tatsächlich der Curtis, ne? Der Curtis Dale.
Aber vielleicht ist er das nicht. Vielleicht sollten wir auch was ganz anderes eingeben. Gucke mal. Okay, hier können wir auf jeden Fall noch nichts draufschreiben. Wir gehen einfach nochmal in jeden Raum rein. Gucken mal. Okay, das haben wir auch schon alles gelesen. Okay. Ich gucke einmal gerade, ob er sich vielleicht mal ein bisschen gemoved hat, aber nein, auch nicht. Wir brauchen dringend diese blöde Taschenlampe. Das wäre halt schon sehr, sehr optimal. Gehen aber nochmal hoch. Waren wir hier schon drin? Ja, waren wir. Wartet mal. Ah nee, Principal steht da nur, glaube ich. Huch. Ach, Mann. Ach nee, nevermind. Ich habe gerade irgendwie einen ganz anderen Report im Kopf gehabt. Während ich versuche, das hier rauszufinden, werde ich aber erstmal die Folge beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der hier reingeschaut hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr abonnieren würdet und bei den nächsten Folgen auch dabei wärt. Vielen Dank auf jeden Fall und bis zum nächsten Video. Tschüss.